In der afrikanischen Savanne bedeutet Stille normalerweise Ordnung. Alles folgt festen Regeln. Jedes Geräusch hat eine Bedeutung und jedes Schweigen ebenfalls. Doch an diesem Tag war die Stille anders. Sie lag schwer in der Luft, fast greifbar, als würde die Landschaft selbst etwas verbergen wollen. Die Sonne stand hoch am Himmel und brannte gnadenlos auf die Erde. Der Boden war trocken, rissig, leblos. Der Wind bewegte das hohe Gras nur minimal, gerade genug, um die Hitze noch deutlicher spürbar zu machen. Und irgendwo dort draußen, zwischen Staub, Hitze und endloser Weite, kämpfte ein kleines Leben ums Überleben. Tief im Gras, fast vollständig verborgen, lag ein Löwenjunges, allein. Sein Körper war viel zu klein für diese Welt, viel zu schwach für diese Bedingungen und viel zu jung, um ohne Schutz zu sein. Sein Fell war staubig, die Bewegungen langsam und unsicher. Jeder Atemzug wirkte anstrengend, als müsste er sich dafür bewusst entscheiden. Er hob den Kopf nur für einen Moment, doch selbst das kostete Kraft. Dann ließ er ihn wieder sinken. Das Jungtier verstand nicht, was passiert war. Es verstand nicht, warum die vertraute Nähe plötzlich fehlte, warum der schützende Körper verschwunden war, warum die Welt auf einmal so lautlos und gleichzeitig so bedrohlich wirkte. Instinktiv wartete es, wartete auf Wärme, auf einen Geruch, auf Sicherheit. Doch nichts kam. Die Sonne wanderte weiter, die Hitze nahm zu, und mit jeder Minute schwand die Kraft des Jungtiers. Es versuchte aufzustehen. Ein kleiner, verzweifelter Versuch. Die Vorderpfoten rutschten im Staub weg, die Beine zitterten, und nach wenigen Sekunden gab der Körper nach. Es fiel zurück auf den Boden, nicht mit einem Laut, nicht mit einem Aufbäumen, nur mit stiller Erschöpfung. Ein leises Geräusch entwich seiner Kehle. Kein Ruf, der Angst machen sollte. Kein Laut der Stärke, sondern ein schwacher, gebrochener Laut. Ein instinktiver Hilferuf. Ein Ruf, der eigentlich nie von einem Jungtier allein in der Savanne zu hören sein sollte. Die Umgebung reagierte nicht. Kein anderes Tier erschien. Kein Schatten bewegte sich. Kein Zeichen von Schutz, nur Wind, Hitze und Stille. Das Jungtier hob den Kopf ein weiteres Mal, die Augen halb geschlossen. Sein Blick wirkte leer und gleichzeitig voller Hoffnung. Als würde es darauf warten, dass irgendjemand, es bemerkt. Weit entfernt, fast unscheinbar, bewegte sich etwas durch die Landschaft. Ein leises Brummen. Dumpf, rhythmisch. Das Jungtier nahm es kaum wahr. Es war zu schwach, um zu reagieren. Doch in der Savanne bedeutet jedes neue Geräusch Veränderung. Ein weißes Fahrzeug bewegte sich langsam über eine schmale Piste. Staub stieg hinter ihm auf. Am Steuer saß ein Ranger, ein Mann, der dieses Land kannte, der wusste, wie unberechenbar es sein konnte. Er war nicht auf der Suche nach etwas Besonderem. Es war eine Routinefahrt, ein weiterer Tag in der Wildnis. Doch irgendetwas fühlte sich falsch an. Der Ranger verlangsamte die Fahrt. Er schaltete das Radio aus, lehnte sich leicht nach vorne, hörte, da war es wieder. Leise, unklar, aber definitiv da. Er stoppte das Fahrzeug. Der Motor verstummte. Und in diesem Moment wirkte die Savanne noch stiller als zuvor. Er öffnete die Tür, setzte einen Fuß auf den Boden, dann den zweiten. Er blieb stehen, lauschte. Der Klang kam aus dem Gras, ganz in der Nähe. Und mit einem Mal wusste er, das hier war kein gewöhnlicher Tag. Der Ranger stand still. Er hatte dieses Geräusch schon einmal gehört. Nicht oft. Aber oft genug, um zu wissen, dass es nichts war, das man ignorieren durfte. Langsam bewegte er sich vorwärts, Schritt für Schritt, behutsam,
als würde selbst der Boden zuhören. Seine Augen suchten das hohe Gras ab. Sein Körper war angespannt, jeder Muskel bereit zu reagieren. Dann sah er es. Zuerst nur eine Bewegung, ein kaum wahrnehmbares Zittern zwischen den Halmen. Dann eine kleine Form, viel zu klein. Ein Löwenjunges, allein. In diesem Moment zog sich etwas in ihm zusammen. Nicht aus Angst, sondern aus einem tiefen, instinktiven Wissen heraus. Ein Jungtier in diesem Alter hat hier draußen keine Chance. Nicht ohne Schutz, nicht ohne seine Mutter. Sein Blick wanderte sofort weiter. Links, rechts, in die Ferne. Er suchte nach Zeichen, nach Spuren, nach irgendetwas, das darauf hindeutete, dass eine Löwin in der Nähe sein könnte. Doch da war nichts. Die Savanne war leer, zu leer. Und genau das machte es gefährlich. Der Ranger wusste, wenn die Mutter zurückkäme, würde sie keinen Unterschied machen zwischen Gefahr und Hilfe. Sie würde nur ihr Junges sehen und angreifen. Er kannte diese Regeln. Sie waren ihm eingebrannt. Über Jahre hinweg. Und trotzdem konnte er den Blick nicht von dem Jungtier lösen. Das Löwenjunge hob leicht den Kopf. Seine Bewegungen waren langsam, erschöpft. Große, dunkle Augen trafen auf die des Rangers. Kein Knurren, kein Fauchen, keine Wildheit, nur Müdigkeit und Angst und etwas, das man nicht beschreiben kann. Ein stilles Bitten. Der Ranger blieb stehen. Er wusste, dass genau hier die Grenze lag, zwischen dem, was man gelernt hatte, und dem, was man fühlte. Wenn er jetzt ging, würde er nichts falsch machen. Die Natur würde ihren Lauf nehmen. So war es immer gewesen. Aber wenn er blieb, würde er eingreifen und Verantwortung übernehmen. Er atmete tief ein, dann langsam wieder aus. Noch einmal ließ er den Blick über das Land schweifen. Kein Geräusch, kein Schatten, kein Zeichen von Bewegung. Nur der Wind, der durch das Gras strich. Und das Jungtier, das kaum noch die Kraft hatte, den Kopf oben zu halten. Es versuchte, sich ein Stück zu bewegen. Seine Pfoten rutschten weg. Der Körper zitterte. Dann gab es auf. Es sank zurück in den Staub. Der Ranger kniete sich langsam hin. Nicht hastig, nicht entschlossen, sondern vorsichtig. Er machte sich kleiner, senkte seinen Körper, zeigte keine Bedrohung. Leise sprach er ein paar Worte, nicht laut, nicht für das Tier, sondern für sich selbst, um ruhig zu bleiben. Langsam streckte er die Hand aus, ganz langsam, seine Finger geöffnet, die Bewegung kontrolliert. Das Löwenjunge zuckte leicht zusammen, ein kurzer Moment der Unsicherheit. Doch es versuchte nicht zu fliehen. Es konnte nicht. Als die Hand das warme Fell berührte, wusste der Ranger sofort, dass etwas nicht stimmte. Die Temperatur war zu hoch, der Körper zu leicht, die Atmung zu flach, Dehydrierung, Erschöpfung, vielleicht mehr. Das Jungtier zitterte leicht, doch es zog sich nicht zurück. Es ließ es zu. Zum ersten Mal vertraute es einem Menschen. Der Ranger spürte, wie sich sein Entschluss festigte. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Behutsam hob er das Löwenjunge an. Er stützte den kleinen Körper, als wäre er aus Glas. Jede Bewegung bedacht. Das Tier war erschreckend leicht, fast schwerelos, zu leicht. Der Ranger schluckte. Er drehte sich um und ging langsam zurück zum Fahrzeug. Jeder Schritt fühlte sich schwer an, nicht körperlich, sondern emotional. Im Wagen legte er das Jungtier auf eine Decke. Schatten, etwas Kühle. Er griff nach Wasser, gab nur wenige Tropfen. Geduldig, vorsichtig. Das Löwenjunge schluckte. Ein schwaches, aber klares Zeichen. Der Ranger erlaubte sich für einen Moment Hoffnung. Er setzte sich ans Steuer und startete den Motor. Als das Fahrzeug sich in Bewegung setzte,
warf er noch einmal einen Blick nach hinten. Das Jungtier lag ruhig. Die Atmung war gleichmäßiger. Draußen zog die Savanne vorbei. Staub, Hitze, Weite. Drinnen herrschte eine andere Atmosphäre. Ruhiger, geschützter. Der Weg zur Ranger-Station dauerte nicht lange. Und doch fühlte er sich endlos an. Der Ranger dachte an all die Tiere, die er im Laufe der Jahre gesehen hatte. An die, die gerettet wurden. Und an die, die es nicht geschafft hatten. Er wusste nicht, wie diese Geschichte enden würde. Aber er wusste, dass er richtig gehandelt hatte. An der Station angekommen, hob er das Jungtier erneut an. Er hielt es nah an sich, als würde allein diese Nähe etwas bewirken können. Drinnen war es kühler, ruhiger, sicherer. Das Löwenjunge öffnete kurz die Augen, nicht vor Angst, sondern vor Erschöpfung. Dann schloss es sie wieder. Der Ranger blieb stehen und beobachtete es einen Moment lang. So klein, so verletzlich und doch Teil von etwas Größerem. Teil dieser wilden, ungezähmten Welt. Er wusste nicht, was die Zukunft bringen würde. Ob dieses Jungtier eines Tages zurück in die Savanne könnte. Oder ob sein Weg ein anderer sein würde. Doch eines wusste er sicher. Heute hatte er nicht weggesehen. Manchmal verlangt diese Welt nicht nach Helden, nicht nach großen Taten, nicht nach Ruhm. Manchmal reicht es, stehen zu bleiben, hinsehen und sich zu entscheiden. Denn selbst in einer gnadenlosen Natur gibt es Platz für Mitgefühl. Und manchmal kann ein einziger Mensch alles verändern.